Hier ist einfach alles mal total grün und schön. Let's go! Hallo Leute, ich bin mit meiner Familie ein paar Tage in den Osten Deutschlands gefahren. Wir sind auf Rügen. Und in diesem Video zeige ich euch, welche tollen Attraktionen ihr auf der Ostseeinsel nicht verpassen dürft. Von einem Schiff, wurde aber wieder aufgebaut und heute ist in der Seebrücke ein Restaurant drin und mit dem Blick aufs offene Meer auf jeden Fall empfehlenswert. Liebe Grüße aus Rügen! Ich wusste. Im Anschluss haben wir eine kleine Runde durch Selin gedreht und haben uns ein Eis gegönnt. Danach sind wir dann nach Gaga gefahren, einem kleinen Ort an der Südostküste der Insel, wo wir unsere Bungalow-Unterkunft direkt am Wasser bezogen haben. Und unseren ersten Abend haben wir dann ganz gemütlich bei Sonnenuntergang ausklingen lassen. Moin, Tag 2 auf Rügen. Wir fahren jetzt gleich zum Baumwipfelpfad. Der Baumwipfelpfad befindet sich in der Nähe von Prora, einem kleinen Ort an der Ostküste von Rügen. Der Baumwipfelpfad ist Teil des Naturerbes hier auf Rügen und demnach Natur. Hier ist einfach alles mal total grün und schön und ich bin total begeistert. Diejenigen unter euch, die Höhenangst haben, brauchen aber keine Angst zu haben, denn der Weg ist so breit und so stabil, dass nicht mal ich, die wirklich Höhenangst hat, hier kein Problem hat. Also auf geht's! Der Baumwipfelpfad ist aber nicht nur ein Holzsteg, sondern hier kann man auch so kleine Übungen vollbringen, wie hier meine Schwester. Da kann man Geschicklichkeit testen und ist ein Spaß für Groß und Klein. Auf dem Pfad kann man aber nicht nur spazieren gehen, sondern sich auch in Form von kleinen Spielen zur Insel weiterbilden. Dann kam Wasser, dann war die Insel fertig. Das Highlight in dem Baumwipfelpfad auf Rügen ist der Koloss, der 40 Meter hohe Aussichtsturm, den ihr jetzt hier hinter mir seht, den wir jetzt gleich hochlaufen. Erbaut wurde der Koloss oder der Adlerhorst, wie der Koloss auch genannt wird, um eine Rotbuche, die hier in der Mitte ist und die den ganzen Weg bis nach oben führt. Die Aussicht über das Naturgebiet ist echt klasse. Man kann bei gutem Wetter wirklich meilenweit sehen und man hat sogar einen Blick über die Ostsee von hier. Super schön. Unser nächster Stop ist dann das Kulturzentrum von Prora, das eine der dunkelsten Episoden der Geschichte auf Rügen beheimatet. Angekommen im Kulturzentrum von Prora könnt ihr hier hinter mir die Reste des unvollendet gebliebenen KdF-Seebads der Nationalsozialisten sehen. Erbaut wurde es in den Jahren 1936 bis 1939 und sollte 20.000 Menschen Platz zur Erholung bieten. Erholung dadurch, dass das Gebiet direkt am Meer liegt, hier hinter mir.
Tag 3 auf Rügen. Wir waren gerade schon mega leckeres Fischbrötchen essen. Hier im Dorf, in Gager sind wir. Und wollen jetzt einfach den Tag ein bisschen ruhiger angehen lassen, gehen ein bisschen spazieren, ein bisschen die Natur erkunden. Wollen dann an den Strand und ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mit. Rügen ist ein wahres Paradies für Naturliebhaber. Und obwohl wir uns prächtig erholen, kommt bei uns der Spaß auch nicht zu kurz. Wir sind jetzt knapp 2 Kilometer gelaufen und ihr merkt schon, es wird windiger, denn wir sind am Meer. Fun Fact über mich, ich liebe das Meer. Eine richtig coole Sache hier auf Rügen sind diese offenen Strandkörbe, die quasi auf Vertrauensbasis bezahlt werden. Es gibt eine allgemeine Kasse an einem der Körbe und ja, dann kann man sich hinsetzen und die Sonne genießen. Und wenn man nur mal kurz ein Foto machen will, geht das natürlich auch. Guten Morgen, Tag 4 auf Rügen. Wir haben den Abend gestern relativ schnell beendet, denn heute sind wir früh aufgestanden. Denn heute ist das Highlight unserer Rügentour. Wir fahren jetzt mit der Kap Arkona zu den Kreidefelsen. Let's go! Geh mal gucken. Guck mir da mal von oben an. Im Schnitt sind die Kreidefelsen 50 Meter hoch. Und in der Vergangenheit kam es zu 2 massiven Abbrüchen. Einer 1958 und der zweite und schwerwiegendere dann 1981. Und auch heute noch brechen jedes Jahr kleinere oder größere Stücken aus der etwa 13 Kilometer langen Küstenformation ab. Der Königsstuhl, das markanteste Wahrzeichen der Kreidefelsen, rechts im Bild zu sehen, ist 118 Meter hoch und besitzt eine Aussichtsplattform. Nur etwas kleiner ist die Viktoriasicht mit stolzen 110 Meter Höhe. Auch sie hat eine Aussichtsplattform mit Blick über die strahlende Ostsee. Benannt wurde sie in Gedenken an den Besuch Kaiser Wilhelms I. und seiner Enkelin Kronprinzessin Viktoria zu Preußen. Hallo Papa! Hallo Sarah! Wir sind auf Rügen. Die Zeit vergeht wie im Flug und schwupps sind wir auch schon wieder auf dem Rückweg. Die Fahrt mit der Kap Arkona, hier hinter mir könnt ihr sie sehen, hat jetzt ungefähr 1,5 Stunden gedauert und war auf jeden Fall eines meiner Highlights. Solltet ihr auf jeden Fall machen. Die Kreidefelsen könnt ihr nicht nur vom Wasser aus sehen, sondern auch, wenn ihr durch den Jasmund Nationalpark lauft. Die Aussicht auf die Kreidefelsen soll allerdings vom Wasser aus schöner sein. So viel nur vorab. Aber wenn ihr einfach ein bisschen Zeit habt, lauft durch den Park. Also der Park ist riesig, also überlegt euch genau, wo ihr hin wollt, wie lange Zeit ihr habt. Ihr könnt wirklich stundenlang hier rumlaufen. Wir machen jetzt eine kurze Tour. Das Herzstück des Nationalparks sind seine unversehrten alten Buchenwälder, die zu den letzten ihrer Art zählen. Und das weltweit. Besonders toll, wenn ihr nicht gerade in dem Bereich am Königsstuhl im Nationalpark herumlaufen wollt, müsst ihr für den Nationalpark auch gar keinen Eintritt bezahlen. Das finde ich richtig, richtig cool. Wir laufen einen kleinen Abstieg runter und kommen dann unten bei der Kreideküste raus. Das hat sich definitiv als die richtige Entscheidung herausgestellt, denn von hier haben wir nochmal ganz andere Blicke auf die Kreidefelsen. Wie cool sind denn bitte diese Steine?
Und wenn ihr euch schon mal gefragt haben solltet, wie sich denn die Kreide in den Finger anfühlen sollte, etwas klebrig, etwas matschig, aber cool. Kurz vor Ende unserer Reise haben wir dann tatsächlich noch den rasenden Roland gesehen. Die Dampflok fährt schon seit dem Jahr 1895 mit gemütlichen 30 km/h Höchstgeschwindigkeit über die Insel und verbindet die bekannten Seebäder, unter anderem Binz und Selin, miteinander. Falls ihr auf Rügen seid, dürft ihr euch diese Attraktion auf keinen Fall entgehen lassen. Unser letzter Abstecher führt uns dann doch nochmal zum Strand. Und ja, morgen geht es dann zurück. Ich hoffe, euch haben meine Tipps zu Rügen gefallen.